Okay. Sie können zuerst über die Frage gucken. Wir haben letzte Woche über Wireless Tree schon gesprochen. Es gibt 4 Aussagen hier. Welche ist richtig? Wenn wir n Bit-Vektoren mit einem Wireless Tree addieren. So, was ist Wireless Tree? War schon hier. So, wir haben ein paar Bit-Vektoren. So, hier jetzt ist n. Wir haben n Bit-Vektoren. Und wir gruppen zuerst ihr 3 Vektoren aus einer Gruppe und dann reduzieren wir mit Carry-Save-Adder. Ein Carry-Save-Adder ist einfach ein For-Adder und dann nach der Arbeit von Carry-Save-Adder erzeugen wir 2 Bit-Vektoren. Die Summe von den 2 Bit-Vektoren sind gleich wie die Summe von den 3 Bit-Vektoren, M1 plus M2 plus M3 zum Beispiel. So, welche von den 4 Aussagen ist richtig? So, zuerst, der Wireless Tree benötigt nur einen Carry-Look-Ahead-Addierer mit der Tiefe 2 log 2n. Der zweite, jeder Carry-Save-Adder in dem Wireless Tree ist ein Bit-Addierer, der die Summen von 3 Bit-Vektoren berechnet. Dritte Wireless Tree zeigen, dass die Multiplikation deutlich langsamer als die Addition ist. Nächster, Pairwise Addition ist schneller als Wireless Tree, wenn n groß genug gewählt wird. Welcher ist richtig? So. So, Pairwise Addition ist hier. Pairwise Addition bauen wir jedes Mal mit 2 Bit-Vektoren, die 2 zusammen. Dann machen wir wirklich Addition. Ja? M1 plus M2, so hier ist M1 plus M2. Hier ist M3 plus M4 und weiter. Ja? Gut. Gibt es Fragen hier? Wireless Tree. Normalerweise ein bisschen kompliziert zu verstehen. Das okay, sollten wir schon ein bisschen Zeit genug. Gucken wir mal. Okay. Dieser CSA, Carry-Save-Adder, an dieser Stelle, jeder hier ist ein voraddiert. Okay, wir haben schon geguckt, wir haben 3 Bit-Vektoren bekommen, wir sollten 2 Bit-Vektoren erzeugen. Die Addition von den 2 Bit-Vektoren A plus B oder C plus S
sollte gleich wie x plus y plus z sein. Und wenn wir nur diese Dinge brauchen, dann brauchen wir Voraddierer. Ein Voraddierer ist mit Tiefe 3 und Größe 5. Okay, deswegen, dieser ist nicht richtig. Der erste ist nicht richtig. Und wenn wir noch einmal hier gucken, diese Varus Tree bauen wir so hier Carry Self Addier, Carry Self Adder, um die zwei Big-Vektoren hier zu erzeugen aus unseren Ended Big-Vektoren. Aber nachdem können wir nicht weiter reduzieren. Wir haben dann zwei Big-Vektoren bekommen. Was sollten wir dort machen, ist einfach die zwei Big-Vektoren zu addieren. Dann brauchen wir Carry Look Ahead Adder. Der Carry Look Ahead Adder hier kostet falsche Farbe. Diese Adder und diese Richtung ist mit Tiefe 2 mal log 2n. Ja? So, wenn wir noch zurückgucken. So, hier. Dieser Carried Look Ahead Adder ist Tiefe mit Tiefe 2 log 2n. Warum 2 log 2n? Ungefähr ist es wegen hier und hier. Ja? Gut. Dann wir haben letzte Woche auch über die Größe geguckt. Ich habe nicht genug Zeit, dort zu wirklich erklären. Ich habe gesagt, dass man wir einfach, ich habe letzten Mittwoch dort gesagt, hier ist unser Bottleneck, hier ist vielleicht I. Dann hier brauchen wir I, große I, hier ist I minus 1, hier ist I minus 2, hier ist I minus 3 und weiter. Mache ich einfach I hoch 2. Dann, wenn wir diese Summe I hoch 2 von I von 1 bis n summen, dann das ist fast n hoch 3 durch 3. Okay. Das ist vielleicht nicht so richtig. Das hier ist, hier brauchen wir 1 und dann 2, dann 3, dann 4. Okay. So, wenn wir wirklich hier summen, dann das ist, gucke ich jetzt, welche Formel habe ich dort gemacht? K von I to I, I von I to N. Okay. So, dann K von 1 zum E und hier ist diese Summe. Ah? So, hier brauchen wir 1, 2, 3, 4 bis I und dann haben wir I von 1 bis N. Okay? Dann wenn wir diese wirklich zusammen summen, dann das ist natürlich Discrete Mathematik. Diese Vorlesung ist leider nicht Mathematik-Vorlesung. Ja, wirklich nicht Mathematik. Diese Vorlesung ist Rechnerstrukturen. Wir bauen auf Mathematik, basiert auf Mathematik, aber diese Vorlesung ist nicht Mathematik für Informatiker. Okay, natürlich, Sie können dort gucken. So, hier ist Wolfram Alpha. Sie können auch zu Hause gucken, wenn Sie Reference dort brauchen. So, die Summen I von 1 bis N und weiter Summen K von I bis K von 1 bis I auf K. Dann dieser zusammen ist 1 durch 6 mal n plus 1 mal n plus 2. Das kann man natürlich auch mit Gauss-Summen berechnen, aber das ist mit Vorlesung, Discrete Mathematik, aber nicht hier. Deswegen, wenn wir diese so gucken, das ist
wirklich, ja? Okay, dann haben wir schon gesagt, wir brauchen hier Fan in I, hier auch Fan in I zusammen, dann das ist ungefähr. An dieser Richtung, diese ist 1 hoch 6 und hoch 3 und dieser ist auch 1 durch 6 und hoch 3. So, dann bekommen wir die zwei zusammen, dann das ist ja. Nein, das ist Fanny. Entschuldigung, falsch. Das brauchen wir nicht, ja? Das brauchen wir nicht. Ja. Okay. Dann, ich muss ehrlich sagen, oft habe ich vergessen, dass diese Vorlesung ist die erste Semestervorlesung. Der Informatiker kann nicht richtig berechnen. Okay. Als Informatikprofessor kann ich wirklich nicht richtig berechnen. Wir in unserer Professionat veröffentlichen können, weil wir normalerweise Approximationen. Das ist sogenannte Asymptotik-Notation. Wenn wir hier gucken, die drei dieser Formen, wir gucken immer, welche Turn mehrere Wirkungen haben. So, n hoch 3, n hoch 2, n hoch 1 konstant. Dann, wenn n groß genug, die n hoch 2 und n hoch 1 sind ganz egal. Der Konstant ist auch egal. Nur n hoch 3 ist wichtig. Später in Tab 1 und Tab 2 nennen Sie diese sogenannten Big O-Notation. So, ich spreche normalerweise mit solcher Big O-Notation. Und wenn wir diese dort hier benutzen, dann haben wir nur der wichtigste Term von dieser Mathematikformel. Okay? Ich hoffe, das erklärt auch die nicht richtige Erwartung, so warum ich diese nicht genau berechnen und warum sprechen wir so schnell manchmal über Berechnen. Dann, ich würde auch noch erklären, so dieser Log, wenn wir noch einmal diese Values Tree gucken. So, wir fangen mit n-Bit-Vektoren. Nach einer Stufe haben wir n mal 2 durch 3 Bit-Vektoren erzeugt. Es bedeutet, auf jeder Runde bekommen wir weniger Bit-Vektoren. Ja? Und natürlich n mal 2 durch 3. Vielleicht ist nicht Integer, es ist keine ganze Zahl. Aber wir berechnen hier nur ungenau. Deswegen habe ich auch diese Tiefe nicht so genau, aber nur Konzept. Im Konzept, wir reduzieren in jeder Runde 1 Drittel und dann haben wir 2 Drittel aus dem Rest. Die Frage ist, wie viele Runden brauchen wir, zum Ende zu kommen? Es ist nicht ganz genau, aber approximate. Dann ist n mal 2 durch 3 hoch d ist 1. D ist wie viele Stufen brauchen wir aus Tiefe. Das ist gleich wie 1,5 hoch d ist n. Dann d ist log Basis 1,5n. Ja? So, Sie kennen schon von Basis 2, ja? Das ist gleich Konzept. Dann, was ist log Basis 1,5n? Das ist log,
So log AB ist log B durch log A. Ja? So für jede Basis C. Dann nehme ich Basis 2. So log Basis 1,5 von n ist log Basis 2 von n durch log Basis 2 von 1,5. 1 durch log Basis 2 von 1,5 ist 1,724. Dann bekommen wir die Tiefe von hier bis hier ist ungefähr 1,424 Stufen. Für jede Carry Self Addier bauen wir 3 Tiefe. So vor Addier 3 Stufen, Tiefe 3. So 3 mal diese log 1,5 n ist 5,172 log 2, Basis 2 von n. Dann am Ende haben wir diese 2 log n. So diese zusammen ist 7,1. Auch 7 log 2 n. Ja, das habe ich am Ende dort geschrieben. Okay, gut. Eine Question? Von hier, dann gehen wir zurück zu unserer Frage. Dann, das ist schon richtig. Okay, gut. Eine Question for Wallace Tree? Wenn nein, dann sollten wir auch weitergehen. So. Wir haben die Arithmetik von ganzen Zahlen schon erklärt. Dann gehen wir zum Fließkommandzahlen. Auf 14 Points. Wir können gucken noch einmal, was 14 Points bedeutet. Wir haben jetzt 2 Zahlen, x und y. So, x ist minus 1 hoch sx mal mx mal 2 hoch ex. Y ist gleich minus 1 hoch sx mal my mal 2 hoch ex. Dann z sollte x plus y sein. So, z ist minus 1 hoch sz mal mz mal 2 hoch ez. Gucken wir noch einmal. S ist das Verzeichnis-Bit. M ist die Matisse. E ist der Exponent. Die Matisse hat eine implizit 1 und wir gucken hier ohne die Normalisierung. Wir gucken hier nur die normale Gleichkommazahlen. Das bedeutet, diese Matisse ist immer mit implizit 1. Yeah? Okay, so there was a question last week after the lecture. We are not going to give you very ugly assignments just to test whether you can add a normal floating point with a denormalized floating point. We will not test you to do the conversion, to do the complicated calculation. The lecture has nothing to do with mathematics. Although I seem to contradict myself, but it has nothing to do to test your mathematics skills. If there is a need for such mathematics skills, either you do it wrong or we screw out. If we screw up, we would usually find during the exam if someone asks us, is this serious or not? Okay. You can ask us whether this is serious or not, and if we say this is serious and you do complicated calculation, you must make a mistake. You must have made a mistake, okay? This is a hint. Am I right, Christian? Yes. We are not going to test you to do a lot of ones at the end, most of the time, in general. Okay, good. So, dann, wenn wir diese
Addition zusammen gucken. Diese Addition ist ganz einfach, wenn Ax ist gleich wie Ay. So, wenn Ax gleich wie y ist, dann können wir einfach zusammen addieren. Ne? So, wenn Ax gleich wie Ay und Sx ist gleich wie Sy, dann nehmen wir an, dass Ax ist A und Sx ist S. Dann Z ist einfach minus 1 hoch S mal 2 hoch A mal mx plus my. Ja, es ist richtig. Dann habe ich eine Frage. So, nehmen wir an, dass es gibt zwei IEEE 754 1985 Zahlen x und y und wir berechnen z gleich wie x plus y, wenn Sx gleich wie Sy und Ax gleich wie Ay, welche Werte kann Az annehmen? So, die Frage hier ist da. So, welche Werte kann Az sein? Ja? So, bevor wir diese Frage beantworten können, sollten wir auch gucken. So, mx plus my. Okay. Wie groß und wie klein mx plus my ist. Gibt es Meinungen? So, mx plus my. Wie groß und wie klein ist die Summe mx plus my? Okay. Ich glaube, es ist klein groß als 0 und 2. So, wie groß ist mx? Mx ist klein als 2, Klein als 2, groß als 1. Größer als 1. mx ist größer oder gleich wie 1, größer als oder gleich wie 1 Ja. und kleiner als 2. Als 2. Das ist mx. Ja. My? Mx plus my. So, wir fangen an mit mx. Okay. Wie groß, welcher Bereich ist mx? Mx ist mx ist zwischen 1 und 2? Zwischen 1 und 2. Und my? Zwischen 1 und 2. Und mx plus my? Kleiner als 3. Kleiner als 3, kleiner als 4. So, mx. Schreibe es. Kann jemand helfen? Also mx muss größer als 1 sein, weil wir haben ja die implizierte 1. Ja. Und, Nicht aber größer, kann 1 sein. kann 1 sein, Ja. aber nicht kleiner. Und auch höchstens, also es darf nicht größer oder gleich 2 sein. Also 1 und kleiner als 2 und für my geht immer das Gleiche. Und wenn wir die dann addieren, kommen wir auf den Bereich
gleich 2, also größer gleich 2, aber kleiner 4. Ja, gut, danke. So, was können wir? Mx ist zwischen 1 und 2, My ist auch zwischen 1 und 2, mx plus y ist zwischen 2 und 4. Ja, gut. So. Es bedeutet, dass ist Ax plus 1. Ist das klar? Warum klar? So, wir gucken. So, wenn wir mz aus mx plus my setzen, dann haben wir ein großes Problem. mc ist größer als 2. Es soll nicht sein. Wir sollten diese mx plus my durch 2 machen. Und dann diese ez muss man aus ax plus 1 erhöhen. Okay? Gut. Ist es klar? Erkläre ich noch einmal. Wenn wir Addition oder Multiplikation von Fließkommazahlen berechnen, wir sollten immer gucken, ob wir es weiter normalisierend machen sollten. Diese Normalisierung ist wegen der Größe von der Matisse. Wenn die Matisse zu groß ist, dann müssen wir diese Matisse verkleinern, sodass die Matisse zwischen 1 und 2 ist. Wenn diese Matisse zu klein ist, dann müssen wir die Matissen ergrößern, sodass die Matissen noch einmal zwischen 1 und 2 ist. Wir sollten immer gucken, ob die Matisse zu klein oder zu groß ist. Okay. Und das ist natürlich mit 4 verschiedenen Fehlern. Okay. Dann gucken wir, was wir haben. So, es gibt immer die gleiche Meinung. Zuerst machen wir Addition oder Subtraktion. Dann müssen wir gucken, ob wir Normalisierung erhöhen, verkleinern oder vergrößern müssen. Okay, so wir mussten x plus y berechnen. Ich nehme an, dass x ist immer größer als y oder gleich wie y. Wenn nein, dann würde ich x und y vertauschen. So, x und y sind für mich egal. Ich kann diese aus x oder diese aus y nennen. Ich nenne immer die Zahl x mit größer ax oder gleich ax von y. Dann, wir unterscheiden zwei Fälle. In dem ersten Fall, Sx ist gleich wie Sy. Es bedeutet, wir addieren, wirklich addieren. Dann Sx ist nicht gleich wie Sy. Dann die Zahlen haben unterschiedliche Vorzeichen. Dann das ist ein Minus. Okay, so a minus b oder minus a plus b. Okay, das kann man auch gucken, wie wir wirklich Subtraktion machen. So,
Es gibt ein generelles Problem, dass bei Addition können signifikanten Bits verloren gehen und wir haben heute keine genug Zeit, dazu darstellen. Hoffentlich können wir am Mittwoch ein Programm gucken. So, gut. Dann Fall 1. Sx ist gleich wie Sy. So schreiben wir noch einmal. So, dann z ist x plus y. X ist minus 1 hoch sx mal mx mal 2 hoch ex. Und y ist minus 1 hoch sx, weil sy gleich wie sx ist, mal my mal 2 hoch ey. Dann nehmen wir diese minus 1 hoch sx aus. Okay? Dann können wir jetzt hier gucken. So, ich habe eine Annahme. Ax ist größer als ay oder gleich wie ay. Dann nenne ich ax aus. So, 2 auf ax ist jetzt von hier, geht aus. Dann, das ist 2 auf ax mal mx plus hier, dann diese ax ist geht aus, dann hier ist ay minus ax. Okay? Dann was können wir? So, dieser mx ist zwischen 1 und 2 und dieser my mal 2 hoch ay minus ax ist zwischen 0 und 2. Ja? Dann können wir jetzt die zwei zusammen addieren. Und wenn wir die zwei Zahlen zusammen addieren, sollten wir am Ende gucken, ob diese mz aus mx plus my mal 2 hoch ax minus ay minus ax größer als 1 ist oder kleiner als 1 ist. Wenn diese Zahl, diese Zahl mx plus my mal 2 hoch ay minus ax, das ist nur zwischen 0 und 4. Zwischen 1 und 4. Es bedeutet, diese Zahl ist immer genug, als man diese, aber vielleicht zu groß ist. Ja? Muss man dann aufpassen. Okay? Falls mz größer als 2 oder gleich wie 2, dann wir sollten dieses Ergebnis normalisieren. Wie machen wir so? Einfach, wir setzen ez einfach aus ez plus 1, weil dieser m1 plus my mal 2 hoch ay minus ax ist durch 2, dann ist 0,5 hier und kleiner als 2. Okay? Wenn diese Zahl ist größer als 2 vorher, dann durch 2 ist immer zwischen 1 und 2. Dann haben wir das Ziel erreicht. Okay, gut. Gibt es Fragen hier? Nein? Was haben wir als nächste Frage? Okay. Angenommen, es gibt zwei Zahlen, x und y, und wir berechnen z ist x plus y, wenn sz sx und s gleich wie sy und ax nicht gleich wie ay und ax größer als ay, welche Werte kann ez annehmen?
während ihr die Frage beantwortet. Ich wollte euch noch mal kurz entspannen vielleicht ein bisschen. Also ihr werdet das definitiv in den Übungen ganz viel üben, wie man Fließkommazahlen addiert, multipliziert, wie auch immer. Vom Prinzip, das Einzige, was man sich merken muss, ist die paar Schritte, die man braucht, eben die entsprechend zu verschieben, dann zu addieren und wieder zu normalisieren. Das sieht im Detail genau so aus, ist aber gar nicht so wild, wie es auf den Folien aussieht. Also es ist ein bisschen Bits verschieben, addieren, normalisieren und das war's. So funktioniert das immer. So, wenn wir sagen, diese 2 hoch e minus ex, ja, so wir gucken später sofort, wenn y minus ex ist minus 2 ist, dann verschieben wir nach rechts 2 Stellen. So, wir berechnen immer in Binärdarstellung, im Binärbereich. Sie brauchen keine Taschenrechnen. Das geht nicht. Also es ist mehr langsamer. Hoffentlich. Ich kenne keinen Taschenrechner, der sowas kann. Ja. Ich kenne einen aber. Okay, gut. Gibt jemand hier kommentieren möchten hier? Is anyone who is interested to answer this here? No one? Gibt es jemand von YouTube? Nein? Okay. Gucken wir. Ich habe vergessen, ne? Es gibt mehrere. Jetzt suchen wir die Summe, das 52%, 45%. Es gibt mehrere Lösungen. Ne? It's a multi-solution question. If you want to change your answer, you can still do it now. So, wie ich schon gesagt, war hier, gleich wie hier. Es hängt, wie groß diese Zahl ist. Wenn diese Zahl nur zwischen 1 und 2 ist, dann ist EZ gleich wie EX. Wenn diese Zahl größer als 2 ist, auch gleich wie 2 ist, dann ist EZ EX plus 1. Das heißt, es gibt nur die 2 Möglichkeiten. Ja? Natürlich auch. I forgot to unlock it, sorry. I thought you could update, but I forgot to update. So, die 2. Okay, it is very important you know the range. Okay? Dann, wenn die 2 leider nicht gleich ist, es ist ein bisschen kompliziert, aber wir machen noch. So, was kennen wir? So, wenn EX größer als EY und SX nicht gleich wie SY, okay? Dann, okay, Entschuldigung, das ist größer als gleich. Ja? Dann, wenn ist diese Zahl bei x definiert. Okay, natürlich ist es nicht so einfach. Okay, I think
es ist zu kompliziert. Okay. Ich überlege, was ich erklären sollte. Gibt es andere Fragen? Nein? Okay. Warum gibt es keine Folie für Fach 1? Wir haben kein Beispiel für Fach 1? Später, okay. Gut, dann gucken wir. Ich gucke zwei Dinge. Die zwei Dinge kann man vielleicht unterschieden. So, wenn Ax größer als Ay und Sx nicht gleich wie Sy, dann, was kennen wir? Hier ist das, diese mx mal 2 hoch Ax minus my mal 2 hoch Ay ist in einem interessanten Bereich. Und das haben wir eine Frage. Nein, noch nicht. Okay, später. Can you stop that, Paul? Okay, dann dieser mx mal 2 hoch Ay minus my mal 2 hoch Ax minus my mal 2 hoch y. So, dann, was kennen wir? Mx ist zwischen 1 und minus 2. Und dann my ist auch zwischen 1 und weniger als 2. Dann my mal 2 hoch Ay. Deswegen ist kleiner als 2 hoch Ax. Ist das klar? So, Ax minus Ay ist mindestens 1. Weil wir solche Annahmen gemacht haben. Deswegen my mal 2 hoch Ay ist wirklich kleiner als 2 hoch Ax. Es bedeutet, es ist eine wirkliche Subtraktion und die Zahl x definiert, ob diese Zahl negativ oder positiv ist. Wenn Sx negativ Sx 1 ist, dann ist die Addition am Ende minus. Wenn Sx nur ist, dann ist die Addition am Ende positiv. Dieser Sx definiert das Ergebnis. Okay? Gut, ganz einfach, hoffentlich. Okay, dann können wir einfach diese Subtraktion machen und dann natürlich, wir sollten auch gucken, wie die zwei definieren können. Okay, dann machen wir jetzt weiter. Und dieser zweite, natürlich ist diese komplizierte Dinge. Wenn die zwei gleich sind, dann haben wir natürlich eine lustige Situation. Ja? Gut. Noch einmal. Okay, so, wenn Sx nicht gleich wie Sy und Ax gleich wie Ay sind, welcher Wert kann mx minus my annehmen? Das bedeutet, wenn wir noch hier zurückgucken, so, die zwei sind gleich, mz, an dieser Fall ist mx minus my, wenn Ax gleich wie y ist.
mx minus my. Dann brauche ich hier wieder auch eine Annahme. Diese Annahme ist dann, mx ist größer als my. So I made an assumption. If ex is larger than ey, I take the one whose exponent is larger one. If they are the same, I take the one who has a greater mantissa as the value x. So ex is at least the same as, so mx is at least the same as m epsilon. This is again multiple solutions. As far as I can see. So according to the assumption, mx is greater than or equal to m epsilon, I think this is not correct, huh? By assumption. Please don't choose the last one. You still have time to change that. Okay. Was anderes können wir noch machen? So, mx minus m epsilon ist größer als nur, auch gleich wie nur. Und m minus m epsilon ist natürlich auch bei Definition kleiner als 1, aber nicht größer als 1. Okay, gut. So, was sollen wir jetzt gucken? Wenn wird solche Dinge gemacht, dann am Ende bekommen wir mz und az, oder ax hier. Wenn ax ist größer als ay, dann können wir haben wir diese az aus die zwei schon bekommen. Und ich habe die nächste zu gucken. Wenn am Ende an dieser Besonderheitsfahrt das mz nur ist, alles nur, okay? Was bedeutet hier? mz ist nur. Nach Berechnen, mz ist nur, dann ist das Ergebnis nur. Es gibt kein Nur in unserer Berechnung. Okay? There's no zero in a 14-point representation in the format. If the output is zero, you have to manually set it. Okay? I try to repeat this again. If the output is zero, this is not a natural zero. There's no zero in the format we just used. We will never be able to represent zero unless we cheat to use the zero format. So we just have to cheat for this special case. So, falls mz nur ist, nach der Berechnung müssen wir bei Hand ein Nur erzeugen. Und dieser Nur ist im IEEE-Format. Az ist die Minimalzahl, so Exponent, so alles nur. So nur als Exponent. Und nur für die Matisse. Dann ist diese Besonderheit nur. Okay? An anderer Stelle, dieser mz mal 2 hoch q, dieser mz an dieser Stelle nicht
nur ist. Aber dieser MZ ist zwischen etwas und etwas. Okay? Wir kennen schon, dieser MZ ist am Ende zwischen nur und 1. Okay? Es ist nicht nur, aber zwischen nur und 1. Wir sollten dann normalisieren. Wie können wir normalisieren? Dieses Normalisieren ist ganz, ganz einfach. Okay, wir gucken, wie viele Stellen wir MZ erhöhen sollten, sodass MZ Mach 2 hoch Q zwischen 1 und 2 ist. Es gibt diese einzige Q, dann machen wir diese mit MZ zum Erhöhen, MZ mal 2 hoch Q. Und dann deswegen sollten wir diese Exponent EZ mit auch Q stellen, verkleinern. So, EZ ist zum EZ minus Q ersetzen und dann MZ ist zum MZ mal 2 hoch Q ersetzen. Okay, von Mathematik. Dann gucken wir jetzt, wie es wirklich funktioniert. Okay, so wir haben zwei Zahlen, x nicht gleich wie sy und x minus y. Das sollten wir berechnen. So, wir haben hier my ist 1, nur 1 und weiter. Also 1, nur 1, 1 und weiter. Das bedeutet, dieser 1 ist unser implizit 1. Wie können wir wirklich Subtraction machen? Subtraction machen wir gar nichts. Wir machen immer Addition. Wenn wir eine Zahl Subtraction machen sollten, berechnen wir zuerst die Zwei-Komplementdarstellung. Wir berechnen jetzt diese Zwei-Komplementdarstellung. Deswegen brauchen wir ein Vorzeichenbit. Ergänzen wir jetzt an dieser Stelle y auch eine zusätzliche Stelle. Hier, wenn diese Stelle nur ist, dann ist diese Matisse zwischen 1 und 2. Okay? Wenn an dieser Stelle 1 ist, dann ist diese Matisse zwischen minus 1 und minus 2. Okay? Die wirklich Zwei-Komplementdarstellung. Okay, dann wie geht es? Das ist diese ist my. My ist nur 1, nur 1, nur 1 und nur. Dann die Zwei-Komplementdarstellung ist der Komplement plus 1 am Ende. Okay, so was ist unsere Komplementdarstellung? Der Komplementdarstellung ist dann 1 nur, 1 nur, 1 nur und dann 1, 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 1. So, hier ist unsere Komplementdarstellung. Okay? Dann sollten wir am Ende eine 1 addieren. Hier. Dann ist unsere Zwei-Komplementdarstellung. Okay? Dann, weil es ist ganz klar, diese 1 plus 1 ist 1 nur. Wir haben immer eine 1 dort übertragen. Dann haben wir jetzt nur, so viele nur. Dann diese Zahl ist 1. Und dann diese nur wegen dieser 1, diese nur wegen dieser 1, nur wegen dieser 1, die 1 wegen dieser nur wegen dieser 1. Okay? Oh, Entschuldigung, andere Richtung. Okay, ist das klar?
Was habe ich da gemacht? Wenn wir die Matisse MY und Matisse minus MY Wechsel wussten, dann machen wir einfach zwei Komplementdarstellungen. Die zwei Komplementdarstellung ist zuerst eine Komplementdarstellung plus 1 am Ende. Okay? Dann das waren wir wirklich hier. Wir brauchen ein zusätzliches Bit am linksten als Vorzeichenbit. Dann können wir auch da wirklich machen. Wir haben jetzt 2 Bits vor Komma. Das erste Bit ist für positiv oder negativ. Das zweite Bit ist 1. Wenn dieser Zahl ist 1, etwas. Oder nur, wenn dieser Zahl ist minus 1, etwas. Okay? Gut. Ich gebe erst Frage hier. Okay. Dann bekommen wir minus MY. Dann wie berechnen wir diese minus MY mal 2 hoch minus 5. Dann sollten wir jetzt diese Zahl gucken. Diese ist unsere Zahl. Diese ist minus MY. Okay? Wenn wir nach rechts schicken von 1 minus Zahlen machen mussten, dann stellen wir die gleiche Stelle am linksten, gleiche Anzahl von 1. Okay. Das bedeutet, diese Zahl minus MY ist 1 nur, 1 nur 1, 1. Dann diese Zahl minus MY mal 2 hoch minus 5. Okay. Schicken wir nach rechts 5 Stellen. Setzen wir diese 1, 2, 3, 4, 5 Bits. Diese 5 Bits ist von die 2 hoch minus 5. Okay? Und der Rest ist einfach diese Zahl 1 nur, 1 nur, 1, 1. Und der Rest ist nur. Okay. Warum ist es so? Sie können auch andere Richtungen gucken. Ich habe zuerst minus MY berechnet. Und dann diese minus MY mal 2 hoch minus 5 weiter gemacht. Dann muss ich hier aus einsetzen. Wenn wir andere gehen, wir machen zuerst diese MY. So, MY ist nur 1, nur 1, nur 1 und dann nur. Diese Zahl mal 2 hoch minus 5 ist gleich wie diese gleich MY und 5 Stellen nach rechts verschoben würden. Das bedeutet, wir machen diese 2 hoch minus 5 mit jetzt 5 Nullen. So, diese 2 hoch minus 5 machen wir 5 Stellen Nullen. Okay? Dann können wir diese MY weiter zurücksetzen. Das ist nur 1, nur 1, nur 1. Hier ist MY, dieser ist 2 hoch minus 5. Okay? Gut. Okay. So, was ist der Unterschied? Wenn wir nach rechts
ein paar Stellen verschieben möchten, dann sollten wir Dinge am linksten setzen. Wir sollten Nullen oder Einsen am links machen. Wenn diese Zahl positiv ist, setzen wir natürlich Nullen. Wenn diese Zahl negativ ist, setzen wir immer 1. Ansonsten ist diese Zahl positiv. Is that clear? I explain this in English. If you want to multiply with 2 to the power minus anything, you are effectively shift your bits towards left. When you shift the bits towards left, you have to put something for the bits that you don't know. We shift that bit 5 positions towards the left. I have 5 empty positions here, lost 5. Technically, I have the choice of 0 and 1. If you shift a positive number, you must add 0. Otherwise, you are doing something completely wrong. Otherwise, you don't know what this number is. That's correct. Huh? You would, by default, put 0. But if you want to shift a negative number, you would say, let's put 0. And then you would say, immediately, by the way, the first 0 means that this is positive. You cannot put 0. You would say, let's put the first bit as 1, the others as 0, and then it's completely destroyed. You cannot do that. What you do is to put all of them as 1s. The way how you can understand is that you can first do 2's complement and then shift. This is basically what you see here. Or you first shift and then do 2's complement. Both will give you the same explanations over here. Okay. Good. Any question? That's the. Warum minus 5? Es ist nur ein Beispiel. Oh, okay, good. Good. So far, so good. Es gibt ein paar Beispiele. Let's look at the real examples. So x plus y. X is 1, nur 1, blah, 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 nur. Epsilon is 1, nur 1, und weiter. Okay, ich verstehe auch nicht, was dieser ist. Okay, wir gucken zuerst den Bereich. So, zuerst. Ja. Sorry. Ganz genau so sehen übrigens Übungs- und Klausuraufgaben aus. Okay, the previous ones are the theory. Okay, we will not test them, but you will get this. In the exam, in the exercise, in the understanding part. Okay, gut. Was machen wir? X plus y. So, Sx und Sy sind 1. Das ist eine wirklich Addition. Okay? Dann sollten wir zuerst Ax ist größer als Ay. Gucken wir, ob es nicht richtig ist. Hier ist Ax, hier ist Ay. Okay? Das ist in Ordnung. So, was können wir? Ax minus Ay ist 1. Or Ay minus Ax ist 1. So, Ay minus Ax ist minus 1. Ist es klar? Gut. Dann schreiben wir jetzt die Matisse. Die Matisse ist hier und hier. Dann schreibe ich einfach
So, die Matrize hier ist 1, 1, 1, 1, nur, 1, nur. Okay? Die Matrize hier ist 1, 1, 1, nur, 1, 1, nur. Und weiter. Weil hier y minus x minus 1 ist, dann würde ich nach rechts eine Stelle schreiben. Schreibe ich zuerst ein nur, Komma, und dann es gibt eine 1 hier. 1, 1, 1, nur, 4 nur, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dann 2 mal 1. Okay, dann sind wir mit 2 Nullen. Dann kann ich wirklich addieren. Nur plus 1 ist 1, nur plus 1 ist 1, nur plus nur ist nur, 1 plus nur ist 1, nur plus nur ist nur plus nur ist nur, 1 plus 1 ist 1 nur, 1 plus 1 plus 1 ist 1, 1, 1 plus 1 plus 1 ist 1, 1, 1 plus 1 ist 1 nur. Deswegen bekommen wir jetzt hier 1 nur, 1, 1 nur, 1 nur, 1, 1. Okay? Dann diese Zahl ist nicht negativ. Okay? Wir addieren die zwei zusammen, das ist nicht Zweierkomplement. Diese 1, es bedeutet, dass das Ergebnis größer als 2 ist. Wir sollten normalisieren. So, mz, hier ist größer als 2. Wir sollten diese Komma nach links. Also wir sollten die Zahlen eine Stelle nach links verschieben. Das bedeutet, die Matrize ist 1, nur, 1, 1, nur, 1, nur, 1, 1. Und der Exponent ist diese ex plus 1. So, der Exponent ist um 1 vergrößern, für Exponent müssen wir um 1 vergrößern. So, der Exponent ist dann 1 nur 1 nur 1, nur 1 nur 1 plus 1. Okay? Dann das ist 1 nur 1, nur 1, 1 nur. Okay? Die Matrize ist 1 nur 1, nur 1, 1, nur 1, nur 1, 1. Dann haben wir schon alles richtig berechnet. So, wir haben jetzt Sz ist gleich wie Sx. Sz ist 1. Der Exponent ist 1 nur 1, nur 1, 1 nur. Dann die Matrize ist 1, nur 1, 1, nur 1, nur 1, 1. Dann schreiben wir die alle zusammen. Diese 1 kommt von hier. Dieser Exponent kommt von hier. Und die Matrize sollten wir auch diese implizit 1 weglassen in unser Ergebnis. Dann bekommen wir jetzt hier. So, nur 1, 1, nur 1, nur 1, 1, nur und dann bis Ende nur. Okay? Gibt es Frage? Hier. Sollten wir noch einmal machen oder alles klar? Gibt es Frage? Gibt es Frage auf YouTube? Warum ist EY minus EX1? Minus 1.
Warum? Warum hier? Okay. Die Frage ist, warum ist Ax minus Ay 1? Minus 1. Y minus x minus 1, ja. Ja, Ax minus Ay ist 1. Das ist es einfach oder zu kompliziert? Wir machen gar nichts. Nein, also die Exponenten sind ja Zahlen in der Exzessdarstellung. Also das sind ja eben diese Bits, die vorne stehen. Ja. Und also diese 8 Bits. Und wenn man die jetzt interpretiert und subtrahiert, sind die halt 1. Ich glaube, das ist die Frage, wo diese 1 herkommt. Diese 1, wie kann ich erklären? I understand the question, I just don't know how to explain that now. Because we don't teach you how to do minus. But we can do it with the real minus, right? Let's do it with Binärzahlen. So, es ist Exzessdarstellung. So, das ist Ax minus B. Ja? Gut. Minus Ax minus Ay minus B. Das ist, bedeutet, wir gucken einfach Ax minus Ay. Ja? Wir können direkt die zwei Binärzahlen addieren. Dann bekommen wir die wirklich Ax minus Ay. Dann können wir A minus Ay. So, minus Fy ist einfach. Das ist jetzt zu kompliziert. Man wird einfach direkt. So, Ax minus Ay minus 1 minus nur ist 1, nur minus 1 ist nur, 1 minus 1 ist nur minus nur ist nur, 1 minus 1 ist nur. So, es ist 1. Ist das die Frage? Okay, I will not do this with complicated tools complement. This is just overkill. It's an obvious minus one. Wenn man das irgendwie in den Übungen berechnet oder so, ist das Einfachste, die Zahlen ins Dezimalsystem umzuformen und dann einfach im Dezimalsystem zu subtrahieren. Das geht auch, ja. Da ist man am schnellsten mit. Okay, gibt es noch Fragen? Zweiter? Nein. Jetzt x plus y. X ist 1, 1 nur 1 und weiter. Y fängt mit nur. X ist negativ, y ist positiv. Dann ist gleich x minus ay ist noch einmal 1. Das ist gleich wie früher. Gut. Okay? Dann, glücklich können wir direkt berechnen. So, es bedeutet, diese Ax, Sz ist auch gleich wie Sx. Okay? Dann müssen wir jetzt gucken. Dieser ist unser Matisa, dieser ist unser anderer Matisa, dieser ist mx, dieser ist my mit einem Komma. Okay? Dann setzen wir zuerst mit 1 nur. Hier machen wir mit 1 wirklich Minus. Dann setzen wir jetzt mit der Tools Complement schon hier auf. Okay, gut. Dann wir müssen dann das ist x, das ist y. Okay, dann machen wir jetzt mit y. Das ist so, hier ist dieser ist my, okay? Machen wir jetzt mit minus my. Minus my ist 2 Komplement von my mal, okay? 2 Komplement ist gleich wie 1 Komplement, dann plus 1.
Dann setzen wir jetzt hier mit dann 1, nur 1, nur 1. Okay. Dann erreichen wir das letzte 1 von my. Das bedeutet, wir haben viele Nullen am Ende. Diese Nullen würden wir aus 1 setzen, wenn wir eine Komplementdarstellung wechseln. Aber am Ende müssen wir plus 1 machen. Diese plus 1 würden wir diese alles 1 hier aus nur setzen. Aber diese nur aus eine Komplement würde am Ende aus 1 setzen. Ja, dann schreiben wir einfach diese 1 und der Rest ist nur. Okay, gut. Eine Question hier? Das haben wir schon früher gemacht. My und minus my zum Setzen. Okay, dann, was bauen wir weiter? So, wenn wir diese x minus ey gucken, mx minus my ist 1, bedeutet, dass wir sollten auch hier nach rechts diese mit 2 hoch minus 1 machen. Das bedeutet jetzt hier, diese minus my mal 2 hoch minus 1 ist dann eine 1 hier und ein Komma hier. Ja? Es ist gleich wie nach einer Stelle nach rechts schieben. Okay? Dann, es bedeutet, minus my mal 2 minus 1 ist 1, 1, nur 1, nur 1, 1. Okay? Dann können wir diese zwei zusammen mit x berechnen. Okay? So, y minus my mal 2 minus 1, dann ist 1, 1, nur 1, nur 1, 1. Okay? Das ist hier 1, 1, nur 1, nur 1, 1. Gleich wie hier. Dann können wir jetzt die 2 mx plus my mal 2 hoch minus 1 zusammensetzen. Okay? Dann addieren wir die zwei einfach zusammen. Nur plus 1, hier ist 1, nur plus 1, hier ist 1, nur plus nur, hier ist nur plus nur ist nur plus 1 ist 1, 1 plus nur ist 1, nur plus nur ist nur, 1 plus 1 ist nur, eine 1, 1 nur plus 1 ist 1 nur. Okay? Gut. Was sollten wir jetzt machen? Die Matisse jetzt ist 1, nur, Komma, nur 1, 1, nur 1, 1. Ist diese Matisse größer als 1 oder kleiner als 1? Wir haben wirklich Subtraktion gemacht. Es bedeutet, diese Matisse kann nicht größer als 2 sein. Es kann größer als 1, aber kann nicht größer als 2. Diese 1 nur vor Komma, dieser erste 1, dieser erste 1 ist für uns ganz egal. Das ist gleich wie früher, wenn wir zwei ganze Zahlen, eine positive Zahl plus eine negative Zahl zusammensetzen, dann, wenn diese Zahl negativ ist, haben wir eine zusätzliche 1
überfließende Bit. Dann diese überfließende Bits kann man einfach ignorieren. Wir haben auch letzten Mittwoch erklärt, warum diese 1 kann man einfach ignorieren. Dann, es bedeutet, wir können diese 1 einfach ignorieren. Dann bekommen wir jetzt, diese Mantissa ist einfach nur Komma, nur 1, 1, nur 1, 1. Diese Zahl ist kleiner als 1. Wir sollten diese Mantissa vergrößern. Wie viele Stellen sollten wir nach links verschieben, sodass diese Mantissa größer als 1 ist? Wir brauchen, jetzt ist nur Komma, nur 1, 1. Wir brauchen 2 Stellen. So, wir sollten die Komma hier setzen. Dann, wenn wir diese Komma hier setzen möchten, brauchen wir diese Zahl nach rechts, diese Zahl nach links 2 Stellen zu vergrößern. Das bedeutet, dass, wenn wir diese Normalisieren gucken, wir sollten diese Komma und 2 Stellen nach rechts verschieben, die Zahl nach links 2 Stellen verschieben und dann den Exponent zum Ausgleich 2 Stellen verkleinern. Deswegen, wir haben früher diese Zahl als our Exponent schon gesetzt, müssen wir jetzt diese Zahl minus 2 machen. Okay? Dann diese Zahl sollen wir minus 2. Das bedeutet, dieser Exponent ist 1, nur 1, 1. Okay? Und die Mantissa ist 1,1, nur 1, 1. Und diese 1 müssen wir am Ende verwerfen. So, die Mantissa schreiben wir hier ist 1, nur 1, 1 und nur hier. Wir haben eine 1, hier ignoriert. Gibt es Fragen? It's always the same. Of course, it takes time to understand. The best way to understand is to do the exercise. And before you do the exercise, keep in mind that you always have to know whether you are going to shift left or shift right. And don't do it in a decimal format. You will screw it up in an exam. Also, nochmal wichtiger Hinweis, wenn man das machen will. Also, vom Prinzip Fließkommazahlen sind ja Vorzeichen Betragszahlen. Das heißt, ob ich jetzt 2 negative Zahlen miteinander addiere, dann ist einfach das Ergebnis negativ und ich addiere die Zahlen ganz gewohnt. Das heißt, man guckt sich erstmal die Vorzeichen an und guckt, muss ich eigentlich addieren oder muss ich wirklich subtrahieren. Das komplett unabhängig davon, was ich jetzt mit den Exponenten und den Mantissen mache. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, wenn ich herausgefunden habe, ob ich eine wirkliche Subtraktion oder wirkliche Addition machen muss, ist mir anzugucken, welche Zahl hat den größeren Exponenten, welcher den kleineren Exponenten und beide auf den gleichen Exponenten zu bringen, weil ich natürlich nur Binärzahlen mit einem gleichen Exponenten addieren kann. Die müssen ja gleich verschoben sein. Dazu vergrößere ich immer einen Exponenten. Wichtig ist immer, die Zahl mit dem kleineren Exponenten an die des größeren anzupassen. Wenn ich den Exponenten vergrößere, muss ich natürlich die Mantisse nach rechts verschieben, weil die Zahl muss ja gleich bleiben, die ich addiere, also Exponent vergrößern, die Zahl dafür nach rechts verschieben. Falls es eine echte Subtraktion ist, Zweierkomplement berechnen, um halt die echte Subtraktion zu berechnen. Am Ende dafür zu sorgen, dass die Zahl wieder normalisiert ist, also entsprechend wieder nach links oder nach rechts verschieben, den Exponenten anpassen und das war's. Ist natürlich nicht so ganz einfach, man muss es wirklich üben, aber wenn man diese Schritte durchgeht, dann kommt man eigentlich mit jeder gestellten Aufgabe zurecht. Wichtig ist, implizite Einsen nicht vergessen, die aus der Aufgabenstellung da stehen, reinschreiben, am Ende wieder rausnehmen, sonst passieren schnell mal Kleinigkeiten. This is a usual mistake. As a beginner,
you would either forget to take the 1 at 1, 1 from your binary format. After you do all the calculation, you forget to kick 1 out. So pay attention to that. When you need to include this i's comma, and when you need to exclude the 1s at the end. Okay. Good, good, good. We talk about that next on Wednesday as well, again. So we still have to do multiplication. Multiplication. So, wir haben jetzt noch einmal zwei Zahlen, x und y. Wenn wir die zwei Zahlen berechnen, multiplizieren möchten, da haben wir die zwei Zahlen. So, dann, das haben wir, so, EZ ist dann EX plus EY und MZ ist MX mal MY und SZ ist, was ist SZ? Ich habe eine Frage hier. Wenn wir zwei Zahlen multiplizieren, wenn die zwei Zahlen beide positiv sind, dann ist das Ergebnis positiv. Wenn diese zwei Zahlen negativ sind, dann ist das Ergebnis negativ. Wenn einer von den zwei positiv, andere negativ ist, dann ist das Ergebnis negativ. Was bedeutet es? Wir können es gucken, so Sx, Sy und Sz. So, das ist nur, beide positiv, dann Sz ist nur 1, dann es ist negativ, so Sz ist 1. 1 nur, dann Sz ist 1, 1, 1, dann Sz ist nur. So, was ist Sz? So einfach sein jetzt. Gucken wir noch einmal. Was ist das? Welche Logikfunktion ist es? Sz ist XOR. Und XOR ist XOR. Ja, ist ganz gut. Okay, gut. Dann kennen wir jetzt. So, SZ ist SX XOR XY. Das kann man einfach machen. MZ ist MX mal MY. Das kann man auch machen. EZ ist EX plus EY. Dann können wir auch einfach berechnen. Aber wir sollten ein bisschen aufpassen. Weil wird mit Exzessdarstellung in Floating Point eingebettet gemacht haben. Wenn wir die zwei Exponenten gleichzeitig gucken, dann müssen wir auch diese Bias aufpassen. Habe ich schon am letzten Mittwoch schon geguckt. Wir sollten nicht einfach zwei binäre Exponentenzahlen zusammen addieren und dann aus EZ setzen. Wir sollten am Ende auch ein minus b oder von Anfang ein minus b schon machen. Okay? Gut. Ich glaube, es gibt auch eine Frage ab Slido. Folie 13. Ja. So. Es gibt zwei Zahlen, x und y. Dann berechnen wir x mal y. Und welche von diesen Ausgaben ist richtig, bevor wir normalisieren? So, mz ist mx plus my, mz ist mx mal my,
AZ ist AX plus AY mal B, minus B, Entschuldigung. Diese große E ist die Binärdarstellung. Okay? Und AZ ist AX plus AY und AZ ist AX mal AY. Welche ist richtig? Oh, Entschuldigung. Welche sind richtig? Es gibt auch mehrere richtige Lösungen. So, what we have learned so far is that multiplication is easier than addition. For multiplication, there's no special case, right? You just sum up the exponents and then multiply the mantissa. Mx is between 1 and 2, My is between 1 and 2, Mz is between 1 and 4. Your normalization, either it's unnecessary or it's to shift to the left by one position. Okay, so the multiplication, if it comes out in the exam, hopefully it's something easy to get. Okay, the addition, if we do it, it will be usually more difficult. Okay, difficult. Or the same difficult. We try to manage that. Okay. Okay, gut. Man muss auf die zwei Dinge aufpassen. Ja? So, wir sollten über diese Exzessdarstellung hier machen. Okay, machen wir jetzt. So, x mal y. So, x. So, 1, x ist negativ, y ist negativ. Dieser Zahl am Ende ist positiv, z ist nur. Wenn wir die zwei Exponenten addieren möchten, okay, es gibt einen Trick. So, wir können einfach hier minus b. So, wir können zuerst ay minus b. Wie Christian schon gesagt haben, wir können einfach zuerst mit der Dezimaldarstellung gucken, dann zurückgehen. Ja? Diese Zahl, y, hier ist 128, okay, plus, das ist 1, plus 2, plus 4, plus 7. Im Dezimal darstellen, dann minus 127 aus unser Bias, so das ist 8. Dann 8 ist 1 nur. Okay, I'm just cheating that because you can do whatever you want, but at the end it's 8. Okay, gut. Dann wir haben hier dieser AY minus B ist 8. Dann können wir diese 8 hier zum x addieren. So 1 nur plus 8. So plus 8, das ist, gucken wir hier, ist 1, 2, 4, 8. So, dann diese ax plus ay ist am Ende 1 nur, 1. Dieser ist 1, 1 nur 1. Okay? I'm purely cheating, not doing any calculation, but just observing. Okay, if you want to do the calculation slowly, you can still do it. For example, you can just write down. So you can write down it. So you have, this is 1 nur 1 minus b.
B ist 127. 127 ist 1 nur, 1 nur, minus 1. Dann bekommen wir hier die 2. Ja? Dann haben wir diese minus 1 zum erst. Diese 1 ist dann weg. Dann haben wir nur 1, 1, 1 plus 1. Das ist 7 plus 1 ist 8. Das ist auch gleich. Okay? Dann können wir jetzt die 2 addieren. Dann bekommen wir hier aus unser ex plus ey von unser Exponent von z. Dann was ist mx und was ist my? So, mx. So, mx ist 1, nur mx ist 1, 1 nur 1. Okay. My ist 1, 1, 1 nur 1. Okay. Dann machen wir diese Multiplikation. Die Multiplikation, habe ich schon gesagt, wenn hier eine 1 ist, dann schreiben wir einfach diese 1, nur 1, 1. Hier ist nur, dann hier ist 1, nur 1, 1. Dann dieser 1, 1, nur 1, 1. Dieser 1, dieser 1 ist 1, nur 1, 1. Dann setzen wir die zusammen. 1, nur plus nur ist nur. 1 plus 1 ist 1 nur. 1 plus 1 plus 1 ist 1, 1. 1 plus 1 plus 1 ist 1, 1. 1 plus 1 plus 1 ist 1, 1. 1 plus 1 plus 1 ist 1 plus 1 plus 1. Das ist 1, 1. Dann hier ist 1 nur. Okay? Gut. Any question? Okay. Good, 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 good. So, is dieser Zahl? Okay, let's put it this way. Where should we put a comma? Where should we put a comma? How many positions? Where is the comma? I did a summation, but where is the comma? The trick is to count the number of positions. At the end, you have to put a comma at the correct position, right? Where is that? Let's try to count. This is something multiplied with 2 to minus 1 to 3. Something positive multiplied with 2 to the power of minus 1 to 3, 4. You do the multiplication of these two, you have 7 positions at the end. Let's count. 1, let's count 7 of them. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The comma is here. Okay, let's do it again. What you do is just to count from the backward. Don't do it at the beginning, otherwise you don't know the right turn. You get 3 here. You get 4 here. You do the multiplication of these two. You know that you have 7 of them after comma. Just count the 7 of them. You count all of them. So these are the 7 positions you have after comma. Before comma, you have 1, 0. Das bedeutet, dass diese Zahl größer als 2 ist. Wir sollten diese mit dieser verkleinern und den Exponenten vergrößern. Der Exponent müssen wir um 1 erhöhen. Den mit dieser müssen wir nach einer Stelle, nach rechts verschieben. Okay, so, das bedeutet, wir sollten diese Komma
aus einer Stelle nach links oder diese Zahl nach rechts einer Stelle schicken und den Exponent zum Ausgleichen plus 1 implizieren 1 streichen. So, diese Zahl, Sz ist nur, der Exponent ist 1 nur 1, 1 nur 1 plus 1. Deswegen ist 1 nur 1, 1, 1 nur. Die Mantissa ist 1, Mantissa ist 1, nur 1, 1, 1, 1, nur 1. Der einzige 1, diese Mantissa, diese 1, müssen wir am Ende auch streichen in unser Binärformat. Deswegen bekommen wir jetzt diese Z. Gibt es Frage? Was? Oh, okay. It's already so late. That's unfortunately a difficult lecture. Das habe ich schon erklärt. Ja. Das war's für heute. Wir treffen uns am Mittwoch.